Herzlich willkommen. Heute berichten wir vom Finale zur 19. Deutschen Carcassonne-Meisterschaft. Auch dieses Jahr unter einem Corona-Stern stehend hat das Finalturnier im LWL-Museum für Archäologie in Herne stattgefunden. Hier trafen die 22 besten Spielenden der Saison aufeinander, um unter sich den Titel auszuspielen. Wie jedes Jahr stellten dabei die Pokale einen besonderen Reiz dar. Im gewohnten Modus werden in 5 Vorrunden die besten 8 für das Viertelfinale gesucht, ab dann geht es in K.O.-Runden weiter. Im Halbfinale setzen sich schließlich Kolja und Uwe durch. Wir zeigen euch jetzt die Finalpartie. Kolja an den schwarzen Miepeln beginnt als besser Platzierter der Vorrunde die Partie, ein mäßiger Einstieg mit einer Kurve. Uwe mit den gelben Miepeln tut es ihm gleich, platziert sich aber auf der Straße. Hier fährt Kolja die ersten Punkte ein. Kurz darauf zieht Uwe gleich, setzt sich dabei auf diese Wiese in der Hoffnung, dass sie sich am Ende lohnen wird. Kolja vergrößert hier Uwes Burg in der Hoffnung, dass diese dann nicht abgeschlossen werden kann. Um zu versuchen, die Punkte letztlich zu teilen, legt sich Kolja in die Burg. Beide Klöster werden nicht besetzt, da dies den Miepel zu lange binden würde. Kolja entscheidet sich nun doch, hier eine eigene Burg zu bauen und schränkt dafür Uwes auf ein Plättchen mit Linkskurve ein. Durch die vielen früh gezogenen Kurven hat Uwes Wiese eine verheißungsvolle Zukunft. Das Kloster blockt Uwes Burg Miepel, da es kein Plättchen mehr gibt, mit dem die Burg abgeschlossen werden könnte. Beide schließen Burgen ab und machen damit die Wiese wertvoller, auf der im Moment noch Uwe alleine liegt. Jetzt greift Kolja auch die Wiese an. Die Straßen bringen in diesem Spiel zwar nicht so viele Punkte, bieten dafür aber taktisch viel Potenzial. Es geht mehr und mehr um die große, zentrale Wiese. Koljas nächster Wiesenangriff. Und der Konter von Uwe. Hier blockt Uwe gleich 3 von Koljas Miepeln. Vielleicht schon eine Vorentscheidung? Nochmal schnelle Punkte für Uwe, der damit seinen Vorsprung ausbaut. Der nächste Wiesenangriff kommt von Uwe. Hier macht Kolja schnell ein paar Punkte und kommt damit unter Berücksichtigung der Endwertung auf 5 Punkte an Uwe heran. Wieder fährt Uwe ein paar schnelle Punkte ein und verbindet seinen Miepel mit der großen Wiese, wo er jetzt führt. Kolja muss mit seinem letzten Miepel nochmal die große Wiese angreifen, kann dafür aber keine schnellen Punkte mehr machen. Uwe verbindet seine kleine Wiese mit Koljas, indem er ein 8-Punkte-Kloster legt und seinen Vorsprung ausbaut. Koljas Wiesenangriff gelingt und er zieht auf der großen Wiese gleich. Allerdings hat er keine Möglichkeit mehr, Punkte gut zu machen. Hier die Endabrechnung. Uwe gewinnt die Partie.
Herzlichen Glückwunsch an den neuen deutschen Carcassonne-Meister. Natürlich möchten wir uns bei allen Beteiligten, Spielenden und Veranstaltenden für die schwierige, aber tolle Saison bedanken. Insbesondere auch beim Hans im Glück Verlag und ihrem Vertriebspartner Asmodee, für die wir diese Meisterschaft organisiert haben. Danke! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es doch bitte, teilt es, abonniert unseren Kanal oder hinterlasst einen Kommentar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.